wollen nicht wissen, was in dem Umschlag ist. Sie wollen vergessen, dass es diesen Umschlag überhaupt gibt. Ich wusste, es würde Ihnen nicht gefallen. Eine Fälschung. Ist das Arnos Brief? Arno schreibt, dass ich eine Schwester habe, von der mir keiner was erzählt hat. Wenn deine Eltern nach dir noch ein Kind bekommen hätten, na, das hättest du wahrscheinlich mitbekommen, oder? Und wieso weiß ausgerechnet Arno davon? Und ich nicht, deine Tante? Er darf es nie erfahren. Niemals. Es gibt gar keine andere Frau, natürlich nicht. Du werdest mich niemals betrügen. Oh Gott. Ja. Sebastian. Oh. Es hat niemals eine andere Frau gegeben. Hat Ludwig sich gemeldet? Nein, aber sieh dir das an. Das Foto ist eine Fälschung? Ja, und eine sehr plumpe sogar. Irgendjemand hat einfach eine andere Frau, und zwar diese junge Frau, in das Foto von Ludwig und mir hineinmontiert. Aber wer macht sowas? Das werde ich herausfinden. Once in a while, your hands touching mine. Danke. Es war eine wunderschöne Überraschung. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie viel du mir bedeutest. Once in a while, your lips are close to mine, and all the clocks stand still. Am liebsten hätte ich, dass das nie wieder endet. Nur du und ich, das Wasser, die Sonne, die Musik. Überredet. Of your love, I could not get enough. Feels like I'm lost in time and space. Of your love, I could not get enough. Tell me, do you feel the same? Hey Leo, du bist echt gut, weißt du das? Danke Wir müssen uns bei dir bedanken. Das war gerade die perfekte Begleitung. für einen perfekten Moment. Sag mal, habt ihr gar keine frische Petersilie? Wenn im Kühlschrank nichts mehr ist, Nur ein verwelkter Salat. dann nimm doch den. Sehr witzig. Hallöchen, Popöchen. Hallo. Hey, Was riecht denn hier so lecker? Bella macht ihre berühmten Käsespätzle. Zum Frühstück? Nein, die sind für die Mittagspause für Christian und Olli. Ist Olli schon im No Limits? Heute ist doch der Vorentscheid für den Talentwettbewerb. Da muss Olli als Chef mit anpacken. Andi, hättest du denn Zeit? Ich brauche ganz dringend einen starken Mann mit geschickten Händen. Normalerweise bist du bei mir da richtig, Baby, aber ich muss zur Baustelle. Da ist was schiefgelaufen und ich werde mich mal drum kümmern. Mist. Ist das Küchenregal zusammengekracht. Wenn Charlie heute wiederkommt und das sieht, kriegt sie einen Anfall. Ich kann mir das Regal gerne mal anschauen, wenn du möchtest. Du? Ich bin gelernte Schreinerin. Ich habe mir einen Schreiner auch immer anders vorgestellt, aber sie ist wirklich einer. Cool.
Ja, sag mal, warum fragst du eigentlich nicht Daniel? Ich dachte, ihr habt euch wieder vertragen. Haben wir auch. Aber man muss arbeiten. Kommst du? Ich muss noch die Spätzle in den Ofen schieben. Das kannst du doch auch drüben machen. Habt ihr frische Petersilie? Klar. Kommst du noch mit zu mir? Ich will ehrlich gesagt Tristan nicht über den Weg laufen. Aber dann frühstücken wir wenigstens noch Ja, zusammen. das ist eine schöne Idee. Gehst du schon mal vor? Hey, Leonie. Das Lied, das du da vorhin gesungen hast, hast du das selbst geschrieben? Mhm. Du hast wirklich Talent. Du solltest bei Tristans Nachwuchswettbewerb mitmachen. Tristan, der macht doch nur Musicals. Ja, bisher war das so, aber der ist gerade auf der Suche nach neuen Talenten, weißt du, um so ein Plattenlabel zu promoten. Heute Abend im No Limits ist die Vorentscheidung. Na, ich weiß nicht. Komm doch einfach mal vorbei. Du, ich habe auch versprochen, heute im Bahnhof auszuhelfen. Ja, die kommen aber auch mal einen Abend ohne dich klar. Das wäre eine Riesenchance. Überlegst du einfach, ja? Kommst du? Vielleicht ein andermal. Ja, Timo, ich komme gleich. Marlene hat mir noch so ein Zeug erzählt. Tja, Ludwig, auch immer du dich versteckt hältst, so einen heißen Käfer hast du garantiert nicht an Land gezogen. Oh Gott, nochmal, können Sie nicht anklopfen? Schauen Sie sich dieses Foto ganz genau an. Naja, da war die Welt noch in Ordnung. Hellblaue Hose, Hemd, beigefarbener Gürtel. Ich habe nie gesagt, dass er Modetrends gesetzt hat. Und jetzt schauen Sie sich dieses Foto an. Hemd, Hose, Gürtel. Vielleicht sollten Sie mal ein zweites Outfit kaufen? Es ist genau dasselbe Foto, nur die Frauen sind vertauscht. Es handelt sich um eine ganz gewöhnliche Fotomontage. Nein. Doch, irgendjemand hat eine x-beliebige Frau in das Foto von Ludwig und mir hineinkopiert. X-beliebig, ich meine, gewisse Vorzüge hat die Dame schon. Tja, wenn man ihr Niveau hat. Stimmt, ich habe Ludwig offensichtlich überschätzt. Schön, dass Sie die Angelegenheit so amüsant finden. Ich frage mich vielmehr, wer tut sowas? Tja, wer tut denn sowas? Einfach später die Tür zuziehen. Danke dir nochmal. Ciao. Hallo, Jessica. Tante Schneider, ich dachte, Sie kommen erst heute Nachmittag. Ich kann auch wieder gehen. Ach, Quatsch. Wie war's denn? Ach, es gibt nichts Beruhigenderes, als am Strand zu sitzen und dem Rauschen der Meereswogen zu lauschen. Arno hat die ganze Zeit neben mir gesessen. Wir haben über alte Zeiten gesprochen. Ich rede auch manchmal mit ihm, wenn es mir nicht so gut geht. Fehlt mir total. Ja, mir auch. Was ist das denn? Das ist ein kleines Missgeschick. Das Küchenregal ist mir entgegengekommen. Ach, das ist nicht schlimm. Das ist mir auch schon passiert. Und jetzt kümmert sich Andi drum? Nee, eine Schreinerin. Sie haben extra eine Schreinerin beauftragt? Nee, die wohnt jetzt da. Einer der Jungs hat sie angeschleppt. Ah, okay. Entschuldigung, aber ich muss jetzt los, sonst kriege ich Ärger. Aber schön, dass Sie wieder da sind. Danke, Jessica. Bis später. Ja, bis später. Ciao. Hallo. Hallo. Wer sind Sie und wie sind Sie hier reingekommen? Mit meinem Wohnungsschlüssel. Dann müssen Sie Frau Schneider sein. Jakob, freut mich. Und mich erst. Danke, dass Sie sich um mein Regal kümmern. Ja, tut mir leid, Jessica sagte, dass Sie erst am Nachmittag wiederkommen. Ja, das ist doch kein Problem.
Sie wohnen also jetzt gegenüber, ja? Ja, erstmal. Ich weiß nur noch nicht, wie lange ich in Düsseldorf bleibe. Nach was riecht es hier eigentlich? Oh, das sind meine Käsespätzle. Jessica sagte, ich kann sie hier in den Ofen tun, solange ich arbeite. Hausgemachte Käsespätzle. Die sehen aus, als wären sie gleich soweit. Haben Sie Hunger? Ah, Sie haben bestimmt Hunger. Meine Mutter hat immer gesagt, Seeluft macht Appetit. Und Sie waren doch an der Nordsee, oder? Ja, war ich. Ja, wissen Sie was? Ich glaube, Käsespätzle sind jetzt wirklich genau das Richtige. Sehr gute Entscheidung. Ah, perfekt. Vorsicht, Eis. Der Kerl ist tot, mausetot. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Würstchen bei keiner ernstzunehmenden Zeitung jemals wieder einen Job kriegt. Ist dir gleich, dass da was nicht stimmt? Die Ratte wusste ganz genau, dass ich jeden Preis zahlen würde, um die Veröffentlichung dieses Bildes zu verhindern. Mir auch noch eine Fälschung unterzujubeln, dafür mache ich ihn fertig. Wie heißt der Mann? Wo arbeitet er? Wo wollt ihr das denn wissen? Hören Sie mal, dieser Mensch wollte meinen Mann denunzieren. Glauben Sie, das lasse ich mir gefallen? Ach, überlassen Sie das einfach mir. Ich kenne den Kerl und er hat es auch nicht zum ersten Mal versucht. Ja, ich möchte ihn aber trotzdem persönlich sprechen. Also in jedem Fall muss er mir jeden einzelnen Euro zurückzahlen, den ich ihm überwiesen habe. Seinen Namen. Herrgott, keine Ahnung. Hier. Dem werde ich gehörig den Marsch blasen. Die Fotos. Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu, Sie Genie. Ihre dämliche Fälschung ist aufgeflogen. Elisabeth von Landstein ist auf dem Weg zu Ihnen. Sie werden jetzt untertauchen. Sie tauchen jetzt unter. Ja, dann warten Sie auf weitere Anweisungen von mir. Willst du zuerst duschen oder soll ich? Also, es ist noch gar nicht so lange her, da sind wir zusammen unter die Dusche gesprungen, weißt du noch? Du kannst ja mitkommen. Leo, über welchen Wettbewerb habt ihr vorhin gesprochen, Marlene und du? Ach, keine Ahnung. Irgend so ein Castingshow. Sag. Und, ist das nichts für dich? Ja, nicht. Leo, also jetzt mal ehrlich. Du bist eine Wucht. Du bist richtig gut und wenn das die richtigen Leute erfahren, dann bist du in den Top 10 wochenlang. Ah, was sage ich, monatelang. Du bist süß. Und? Machst du mit? Nein. Ich habe doch tierisches Lampenfieber und solange ich das nicht in den Griff kriege, kann ich nicht öffentlich auftreten. Und was war mit dem Auftritt im alten No Limits? Das war nur vor Freunden. Das war was ganz anderes. Heute Abend, das sind Profis, Musiker, Leute, die was davon verstehen. Das geht gar nicht. Ich kriege ja schon Herzrasen, wenn ich nur daran denke. Ich komme auch mit und halt Händchen. Ich gehe erst mal duschen. Die sind toll. Die echte Alternative zu Rührei mit Krabben. Das ist das alte Rezept von meiner Mutter. Ich habe jahrelang versucht, die genauso hinzukriegen wie sie, aber es hat immer irgendwas gefehlt. Und dann hat mich doch wirklich Olli draufgebracht, was es ist. Nämlich? Eine Prise Zucker. Da hätte ich auch mal selber drauf kommen können. Und das Rezept wollte Ihnen Ihre Mutter nicht verraten, ja? Sie ist gestorben, da war ich 12. Das tut mir leid. Ich habe gehört, Sie haben auch gerade einen sehr engen Freund verloren. Ja, meinen Arno. Als er gestorben ist, hatte ich das Gefühl, dass ein Teil von mir mit ihm stirbt. Das kenne ich. Seit meine Mutter tot ist, da habe ich ständig das Gefühl, ich bin nicht mehr ganz vollständig. Deshalb esse ich auch so gerne Käsespätzle. Es erinnert mich einfach an sie und er ist ein bisschen kindisch, ich weiß. Nein, gar nicht kindisch. Sie haben da auch was sehr Schönes gesagt. Es sind oft die Kleinigkeiten, die uns mit den Menschen verbinden, die uns nahe sind. Egal, ob sie tot sind oder noch leben. Ich hatte so einen Bammel, zurückzukehren. Angst vor den Erinnerungen, vor der leeren Wohnung. Und dann stehen Sie in meiner Küche, bekochen mich. Wir plaudern, als ob wir uns schon ewig kennen. Und alle Ängste sind wie weggeblasen. Sie ahnen gar nicht, wie gut mir das tut.
Danke. Sehr gern. Die schöne Fotomontage, auf die Sie so stolz waren. Wie hat sie das rausgefunden? Was weiß denn ich? Offensichtlich hat die Frau Röntgenaugen. Hat sie einen Verdacht? Noch nicht. Dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein. Hauptsache, sie spricht nicht mit dem Journalisten. Schon passiert. Sie ist eben auch noch hartnäckig wie ein Hundefloh. Ich hätte sowieso keine Ruhe gegeben, bis sie den Namen hat. Sie haben ihn ihr verraten? Ich wusste, das würde Ihnen gefallen. Warum haben Sie ihr nicht gleich erzählt, dass Sie die Abwesenheit von Ludwig dazu benutzen wollen, die Macht im Gremium endgültig zu übernehmen? Solche Bemerkungen sind wenig zielführend. Hätte ich ihr bei der Gelegenheit gleich erzählen sollen, dass Sie für Ihre Unterstützung 100% der Anteile an LCL bekommen? Touché. So einen Schreiberling habe ich im Griff. Allerdings sollten wir uns den nächsten neuen Knochen überlegen, den mir Lisbeth vorwerfen, damit sie ihre Fangzähne dran wetzen kann. Da fällt mir spontan nur eine Person ein. Was denn? Hat die vielleicht lange blonde Haare? Treffender könnte ich den Knochen nicht beschreiben. Na dann, auf die Firma. Auf die Firma. Jede Wette, Ansgar steckt dahinter. Prinzipiell traue ich ihm auch jede Schweinerei zu, aber warum sollte er Ludwig vor Elisabeth diskreditieren wollen? Na, hast du dir den Kerl geschnappt? Das erzähle ich dir gleich, aber unter 4 Augen. Ach, Elisabeth, was soll das? Schon gut. Ist ja nichts Neues. War das nötig? Ja, das ist mir einfach lieber so. Ich bin leider zu spät gekommen. Dieser Journalist hat sich vor einer Stunde krank gemeldet. Wie praktisch? Mhm. Aber sein Chef hat ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Er wird zurückrufen, wenn er vom Arzt wieder da ist. Gott, Sebastian. Ich bin so froh, dass diese Geschichte mit der Frau nur ein Märchen ist. Ich meine, wie konnte ich nur eine Sekunde glauben, Ludwig würde seine Familie dermaßen im Stich lassen? Ein Bild kann sehr überzeugend sein. Selbst wenn es nur eine Fälschung ist. Ja. Wenn dein Vater wieder da ist, dann wird er sicher alles erklären. Aber bis dahin muss ich herausfinden, wer so etwas tut und vor allen Dingen, welches Ziel er damit verfolgt. Oh. Von Landstein? Ah ja. Ich muss mit Ihnen reden. Ich erwarte Sie in einer Stunde auf Königsbrunn. Und seien Sie pünktlich. Das war der Mann, der das Foto gefälscht hat. In einer Stunde wissen wir mehr. I can see. I can see the. I can. Wie lange stehst du schon da? Noch nicht so lange? Aber bestimmt lange genug, um mitzukriegen, wie mies ich bin. Ich stelle mir nur Publikum vor und ich krieg keinen geraden Ton raus. Quatsch, Leo. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee gehabt, wie ich dir helfen kann. Am meisten würde es mir helfen, wenn wir nicht mehr über das Thema reden. Du brauchst einen Coach. Bitte. Nee, wirklich. Ich meine, du brauchst jemanden mit Bühnenerfahrung, der dir sagt, was du machen musst, wenn du beim nächsten Mal Muffe vorm Auftritt hast. Lass mich raten. Du bist mein neuer Coach. Nein. Darf ich präsentieren? Lily Rose. Hui. Hi. Ja. Oh, hi. Entschuldige, ich dachte, das ist einer von Timos weltberühmten Scherzen. Nein, er hat mich tatsächlich gefragt, ob ich dir helfen kann. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Aber mit Lampenfieber habe ich auch zu tun und das immer wieder. Ja, also wenn du willst, dann können wir es ja gerne mal miteinander versuchen. So, dann werde ich jetzt mal meinen Koffer auspacken, die Waschmaschine füttern, Post durchsehen und bin dann hoffentlich wieder in meinem Alltag angekommen. So, Sie machen jetzt gar nichts mehr. Sie haben heute schon genug getan. Zu zweit geht das aber einfacher und schneller. Sagen Sie mir lieber, wie ich mich für das Regal revanchieren kann. So weit kommt's noch. Das war ja wohl selbstverständlich. Ist das Arno? Ja, das ist er. Er hatte mich zu einem Überraschungspicknick entführt und hat uns dann ein Boot gekapert.
Sieht wirklich super nett aus. Ja. Dann ist es doch bestimmt der See mit der Bar, oder? Die nach ihm benannt wurde? Das weiß ich jetzt nicht. Meinen Sie Emilius Bar? Ja, das Barno. Aha. Olli hatte mir erzählt, dass Arno ihm bei dieser ganzen Planung geholfen hat und Emilio sie sonst gar nicht eröffnet hätte. Barno. Was für eine schöne Idee. Dann waren Sie noch gar nicht dort? Nein, nein, die Bar hatte noch nicht eröffnet, als ich weggefahren bin. Das müssen Sie unbedingt nachholen. Das ist wirklich super schön dort. Ja, das mache ich mal. Ja, ich wollte sowieso jetzt gleich hin. Warum kommen Sie nicht einfach mit? Jetzt? Ja. Dann muss ich nicht laufen und Sie wollten sich ja eh noch für das Regal revanchieren. Also gut. Schön. In 5 Minuten im Flur? Ja, okay. Es wird Ihnen gefallen. Also, Timo hat mir erzählt, du hast schon mal vor Leuten gesungen. Aber nur vor Freunden, das kann man nicht wirklich zählen. Na, hör mal, die hast du alle weggefegt. Die sind alle umgekippt. Ich habe ein Video. Wenn du das sehen willst, dann kann ich dir das Klappe. Also vor Freunden spiele ich mittlerweile ohne Probleme. Die machen einen ja auch nicht gleich fertig, wenn mal irgendwas schief läuft. Aber wildfremde Menschen, die da nur sind, weil sie Spaß haben wollen, das geht gar nicht. Okay. Du brauchst also einen Anker. Gut, wir machen eine kleine Übung. Timo, kommst du mal? Aber Timo. Du hast doch gerade gesagt... Kommst du mal? Stell dir vor, du stehst auf der Bühne. Die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Die Musik setzt ein. Unter dir die ganzen Menschen, von denen du keinen einzigen kennst. Aber halt! Da ist Timo und er lächelt dich an. Timo, lächeln. Und du lächelst zurück. Du lässt ihn nicht mehr aus deinen Augen und du merkst, wie du immer lockerer und lockerer wirst. Du singst dieses Lied nur noch für ihn. Freuen Sie sich nun mit mir auf unsere Teilnehmerin mit der Startnummer 12, Leonie Richter, und begrüßen Sie sie mit einem kräftigen Applaus. Hallo. Entschuldige. Los, anfangen! Ja, was ist? Heute noch! Pass auf! Mach doch! Jetzt kannst mal anfangen. Steh doch endlich! Das kann ich nicht. Also ich hätte ja schwören können, dass Sie das Foto gefälscht haben. Was, ich? Ja. Ich habe den Journalisten übrigens nach Königsbrunn bestellt. Der muss jeden Augenblick hier sein. Chapeau, wie haben Sie das denn geschafft? Tja, wollte sich aus dem Staub machen, aber da muss er früher aufstehen. Ach nee, wen haben wir denn da? Weiß Ihr Chef eigentlich von Ihrem kleinen Nebenverdienst? Finger weg! Ich habe Ihnen Geld überwiesen, damit dieses Bild nie erscheint. Wenn das nicht sofort wieder auf meinem Konto auftaucht, schicke ich Ihnen ein paar Freunde vorbei, die gar keinen Spaß verstehen. Ist das klar? Lassen Sie mich. Ob das klar ist? Kommen Sie mit. Kommen Sie mir nie wieder in die Quere. Kommen Sie mit. Hoffentlich sieht Arno das da oben. Barno. Er wäre sehr stolz darauf. Frau Schneider, was für eine Überraschung. Hey, Emilio! Ich dachte, Sie sind am Nordseestrand und füttern die Friesengeier. Naja, damit muss ja auch irgendwann Schluss sein. Was machst du überhaupt hier? Was ist denn mit dem Catering bei LCL? Ach, das läuft alles. Alles nur eine Frage von Timing und Vorbereitung. Wie wär's denn mit einem Caipirinha zur Begrüßung? Na, jetzt erstmal nicht, vielleicht später. Also ich muss schon sagen, da habt ihr wirklich was auf die Beine gestellt. Ja. Aber keine Angst, wir werben Ihre Kundschaft nicht ab. Also, Das würde ich dir auch nicht raten. Ich gehe schon mal vor, ja? Möchten Sie was trinken? Geht doch aufs Haus heute. Oh, Ein Wasser. bring ich mit. Okay, Sie beiden haben sich also auch schon kennengelernt. Nett, oder? Sehr nett. Emilio, wirklich, ich bin beeindruckt, was ihr hier draus gemacht habt. Ja, und Sie haben mir noch nicht mal gegessen. Das wird Sie umhauen. Charlie, komm in der Heimat. Andi. So, ich muss mal wieder. Andi, für dich was zu trinken?
Ja, ein Bierchen. Bierchen, alles klar. Na, wie war's an der Nordsee? Schön. Sehr ruhig, also. Genau das Richtige. Das klingt doch gut. Ich bin heute mit Frau Jakob hier. Ihr habt euch schon kennengelernt, oder? Das kann man wohl so sagen. Was, versteht ihr euch nicht, oder was? Doch, Bella ist schon echt in Ordnung. Bella? Hast du gesagt, sie heißt Bella? Ja, sie ist sogar noch durchgeknallter als ihr Bruder. Welcher Bruder denn? Das hast du noch gar nicht mitbekommen. Bella ist Ollis Schwester. Olli muss es wissen. Das ist allein meine Angelegenheit. Arno schreibt, dass ich eine Schwester habe, von der mir keiner was erzählt hat. Du wolltest Olli immer nur schützen und hast ihm deshalb nichts von deinem Geheimnis erzählt. Also weißt du nichts von einer mir unbekannten Schwester? Olli, jetzt ist Schluss mit dem Unsinn, bitte. Aber der Junge hat ein Recht auf die Wahrheit. Er darf es nie erfahren. Niemals. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war aber ein sehr kurzes Gespräch. Und ein überflüssiges noch dazu. Mit der Fälschung des Fotos hat der Mann nicht das Geringste zu tun. Was haben Sie denn erwartet? Ein Geständnis? Man hat ihm das Bild zugeschickt. Anonym, per Post. Anonym. Selbstverständlich. Was sonst? Wie haben Sie eigentlich von der Existenz dieses Fotos erfahren? Wie ich bereits sagte, der Kerl ist an mich herangetreten, hat mir einen Preis dafür genannt, dass dieses Bild nicht erscheint. Oh, und den Preis haben Sie bezahlt. Klar, was hätte ich denn tun sollen? Den Kauf für die Firma riskieren? Ja, natürlich. Die Frage ist doch vielmehr, wer hat ein Interesse daran, der Firma in dieser Situation zu schaden? Ja, eigentlich kann das ja nur jemand sein, der weiß, dass Ludwigs Aufenthaltsort im Moment unbekannt ist. Mit anderen Worten, jemand aus der Familie. Ja, apropos Familie, warum hat der Mann eigentlich Sie erpresst und nicht mich? Schließlich bin ich mit Ludwig verheiratet und nicht Sie. Wie hat er sie gefunden? Wer? Olli. Wie hat Olli Bella gefunden? Ach, das war, glaube ich, über ein Foto. Ein kleines Babyfoto aus Arnos Erinnerungskiste. Ja, und damit ist er dann zu Frau von Anstetten gefahren. Clarissa. Ja, und die hat ihm dann gesagt, wie sie richtig heißt und dass sie aus Tübingen ist. Und da ist Olli dann hingefahren. Hey, Charlie, bist du dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Das muss sich um eine Verwechslung handeln. Nee, also das auf gar keinen Fall. Die beiden haben nämlich einen DNA-Test gemacht und der war eindeutig positiv. Ich muss in Schneider sofort. Was denn, wieso? Wir beide haben doch noch gar... Was ist denn los? Keine Ahnung. Eigentlich spielt es doch gar keine Rolle, ob diese Type Sie oder mich erpresst. Tatsache ist, wer dieses Bild gefälscht hat, wollte Sie damit treffen. Warum fallen Sie mir wohl da als Erster ein? Vielleicht, weil Sie mal wieder Privates und Geschäftliches miteinander vermischen? Also schön, dann überlegen wir doch mal ganz in Ruhe. Wem im Gremium nutzt es? Also Helena bereitet gerade die Versteigerung der Van Gogh-Reihe vor. Das bringt der Firma eine immense Summe ein. Das wird sie ja wohl kaum aufs Spiel setzen. Hagen können wir auch vergessen. Der hat nur seine Kleppe im Kopf. Und denkt maximal bis zum nächsten Aufgalopp. Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Hagen hat keinerlei kriminelles Potenzial. Bleiben Tristan, Rebecca, Sebastian, Tanja Und ich. Also schön. Ein Kerl, dem die Frau vor dem Altar abhaut, dem ist maximal ein Amoklauf zuzutrauen. Aber wohl kaum eine Überlegung über die strategische Neuausrichtung eines milliardenschweren Konzerns. Ja, richtig. Und Rebecca würde niemals so etwas Geschmackloses gegen ihren Vater und mich lostreten. Sebastian hat definitiv nicht den Mumm dazu. Im Gegensatz zu Ihnen. Richtig. Ich allerdings bin auf den Zusammenhalt des Gremiums mehr angewiesen als jeder andere. Meine Bank hängt quasi am Tropf der einzelnen Sparten. Abgesehen davon ist mir doch sehr daran gelegen, dass Sie als Vorsitzender einen kühlen Kopf bewahren. Es sei denn, Sie wollen mich ablösen. Na sicher. Und wer im Gremium würde mich wählen? Tja. Also ich fände es besser, wenn du den Vorsitz abgibst. Sebastian kann das übernehmen, bis die Sache mit Ludwig geklärt ist. Tanja. Tanja hätte eine diebische Freude daran, mich aus dem Gremium zu kegeln. Leo, keiner macht dir Druck. Ich meine, wenn du keinen Bock hast, dann gehen wir eben zum Bahnhof oder ins Kino. Oder chillen eine Runde, so wie du willst.
Die Sache ist nur die... Da draußen laufen so viele Flachpfeifen rum, die denken, dass sie singen können, dabei treffen die keinen Ton. Und du triffst die Töne. Und es wäre schade, wenn du der Welt das vorenthältst. Immer wieder dahin, wo es weh tut. Leo, ich meine ja nur, du... Hey, du bist die schärfste Chili am Strauch. Ja. Und es wird langsam auch mal Zeit, dass es hier ankommt. Marlene sagt das auch und die ist ein Vollprofi. Mann, ich weiß doch, wie du dich fühlst. Nach meinem Flugzeugabsturz, da kannst du dich an meine Panikattacken erinnern? Du bist danach auch nicht noch mal geflogen. Ja, aber das war meine freie Entscheidung. Und es hatte nichts mit Angst zu tun. Bei mir ist es eben anders. Und jetzt wäre ich gern allein. Bitte. Ich bin gleich weg, aber... Aber lies wenigstens bitte noch mal den Brief von Arno. Ich hab dich lieb. Liebe Leonie, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass man so schnell nicht aufgeben darf. Es ist ganz normal, Angst zu haben. Aber du darfst nicht zulassen, dass diese Angst dein Leben beherrscht. Deshalb musst du dich ihr stellen und sie beherrschen. Wenn du das geschafft hast, kannst du alles erreichen. Frau von Anstetten, bitte. Ja, Entschuldigung, Schneider, Charlie Schneider. Es ist sehr dringend. Sie spricht. Dann sagen Sie ihr, sie muss mich sofort zurückrufen, wenn das Gespräch beendet ist. Es ist sehr wichtig. An Olli? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Olli muss es wissen. Es gibt Geheimnisse, die nimmt man nicht mit ins Grab. Olli muss gar nichts wissen. Das ist allein meine Angelegenheit. Und ich habe mich damals dafür entschieden, dass nie jemand davon erfahren wird. Olli ist zwar für den Moment beruhigt, aber er wird wieder Fragen stellen. Irgendwann. Und ich kann sie ihm nicht beantworten. Er darf es nie erfahren. Niemals. Ich weiß, du wolltest Olli immer nur schützen und hast ihm deshalb nichts von deinem Geheimnis erzählt. Aber der Junge hat ein Recht auf die Wahrheit. Und ich denke, auch dir wird es besser gehen, wenn du dich von der Last befreit hast. Bella. Falls jemand nach mir fragt, ich bin in 2 Stunden zurück. Wenn Frau Schneider noch mal anruft, ich bin auf dem Weg zu ihr. In Ordnung. Wollen Sie zu mir? Nein, eigentlich zu Tanja. Sie hat den hier für uns hinterlegt. Hat sie das? Vielleicht sollte ich nachfragen. Sie ist für eine Minute aus dem Haus. Es hat alles seine Ordnung, aber tun Sie ruhig, was Sie nicht lassen können. Ob die wirklich noch mal nachhakt? Ach was, die spielt ja nicht für Tanja den Wachhund. Oh Gott, ich kann nicht glauben, was wir hier tun. Wir tun es für einen guten Zweck, oder wollen Sie nicht wissen, wer Ludwig das anhängen wollte? Die erzählen einfach, dass es gar kein Wettbewerb ist, sondern nur so eine Art Freestyle-Karaoke. Und ihr kann kommen und singen wie zu Hause in der Badewanne. Nur vor Publikum. Also das Publikum ist ja auch nicht wirklich da. Das sind irgendwelche Leute, die sich hierher verirrt haben. Leo hat Lampenfieber, aber die ist nicht blöd.
Gut, dann, wenn sie das nicht machen will, dann kann ich das auch machen. Du? Was? Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La lere sputante, la verde. Das ist unsere Hymne. Also wenn du das machst, dann lass ich mich scheiden, und zwar noch vor der zweiten Strophe. Ey, ihr wisst gar nicht, wie ich live drauf bin. Ich weiß auch warum. Das war gerade live. Leo! Was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr müsstet den Bahnhof schuften. Naja, eigentlich sind wir wegen dir hier. Als Unterstützung. Ja, und um dich notfalls von hier nach da zur Anmeldung zu tragen. Und um deine Bühnenpanik loszuwerden. Lieb von euch. Aber nix da, Panik, Baby. Ich bin dabei. Nee. Hast du mit Marlene noch mal gesprochen? Nicht mit Marlene, mit Opa. Ich habe noch mal seinen Brief gelesen und da steht eigentlich alles drin. Als ob er diesen Moment vorhergesehen hat. Ich bin ja ein bisschen stolz auf dich. Für mich hast du den Wettbewerb jetzt schon gewonnen. Ladies and gentlemen, the No Limits proudly present the fabulous, the incredible, the phenomenal Leonie Richter! Und? Immer noch nichts. Keine verdächtige Zahlungsanweisung, keine Fotos, keinerlei verdächtige Aktivitäten. Einfach nichts. Da haben wir uns wohl zu früh gefreut. Tja, also wenn es Tanja nicht war, dann muss ich's wohl gewesen sein. Oder doch Sebastian. Vielleicht hat sie aber auch was gelöscht. Haben Sie schon mal im Papierkorb nachgesehen? Das glaube ich jetzt nicht. Tanja, schön dich zu sehen. Sag mal, was fällt dir ein, dich in meinen Computer einzuloggen? Keine Sorge, wir werden Sie nicht lange belästigen. Aber bevor wir gehen, sagen Sie uns doch, wie kommt dieses Foto auf Ihren Rechner? Was ist denn los? Am Empfang meinte man, es war mindestens jemand gestorben. Wie kommst du dazu, Olli den Namen seiner Schwester zu verraten? Dein Neffe hat mir ein Babyfoto von Bella unter die Nase gehalten und einen Umschlag mit meinem Namen drauf. Ich musste ihm was sagen. Ach, wenn Arno nur nicht diesen verdammten Brief an Olli geschrieben hätte. Damit hat er alles doch überhaupt erst in Gang gesetzt. Das gibt Arno nicht die Schuld. Ja, du hast recht. Ich hätte dir nicht vertrauen sollen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Ich habe dir 27 Jahre den Rücken freigehalten. Es war damals deine alleinige Entscheidung. Ich habe alles falsch gemacht. Was hast du ihr gesagt? Wem? Bella. Mein Gott, Clarissa, das ist doch keine Kleinigkeit für mich. Ich habe ihr gar nichts gesagt. Sieh endlich den Tatsachen ins Auge. Bella ist meine Tochter.